Unsere Energiewende ist jetzt abgeschlossen. In diesem Video sprechen wir über unsere Haustechnik als vierköpfige Familie in einem Reihenendhaus, das wir uns vor gut einem Jahr gekauft haben und seitdem von fossilen Energien befreit haben. Es geht um unsere frisch installierte Wärmepumpe, welche Fehler ich fast gemacht hätte, was ich gelernt habe und was ich wieder genauso machen würde. Damit das Video für euch maximal viel Mehrwert bietet, hebe ich die Haupterkenntnisse, die ich so gelernt habe, mit Texteinblendungen hervor, mache euch auch unten Kapitelmarken rein und fasse am Ende des Videos nochmal alle Erkenntnisse zusammen. Noch ein Disclaimer und eine Bemerkung. Der Disclaimer: Ich bin weder Elektriker noch Heizungsbauer. Wenn ihr das seid, dann ergänzt oder korrigiert mich super gerne in den Kommentaren. Ich finde es schön, wenn wir alle gemeinsam lernen. Ich teile hier einfach meine Erfahrung aus der Perspektive einer jungen Familie mit, die sich vor gut einem Jahr ein Haus gekauft hat und der wichtig ist, möglichst wenig zur Erhitzung unseres Planeten beizutragen. Zur Bemerkung: Sich als junge Familie ein Haus kaufen zu können, ist ein Privileg. Das ist mir bewusst. Trotzdem haben wir natürlich auch einiges selbst gemacht oder zumindest günstiger oder vielleicht auch gar nicht gemacht, als wir zuerst dachten. Sonst wäre das auch für uns natürlich nicht möglich gewesen. In unserem Team bei Beyond Content wohnen übrigens nicht alle im Eigenheim. Von Mietwohnung mit Balkonkraftwerk bei Michi bis nachhaltige Genossenschaft bei Patrick ist alles vertreten. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob es euch auch bei meinen Kollegen und deren Wohnmodellen interessiert, was die so machen, um den Planeten möglichst wenig zu belasten. Vielleicht wird daraus ja eine kleine Serie. Aber jetzt starten wir erstmal mit einem Bird's Eye View und dann gehen wir auch tiefer rein mit alledem, was ich so gelernt habe und worauf ihr achten solltet, wenn ihr das auch in Betracht zieht. Unser Ziel war, komplett wegzukommen von den fossilen Energieträgern. Und dabei wollten nicht alle Familienmitglieder ganz radikal auf gewisse Komforts, wie zum Beispiel ein Auto, verzichten. Und unser finanzieller Rahmen hat uns vorgegeben, dass unsere monatliche Belastung nicht wirklich signifikant nach oben gehen kann. Um ganz ehrlich zu sein, ich war mir, als wir vor 1,5 Jahren hierher gezogen sind, noch nicht hundertprozentig sicher, ob das unter diesen Rahmenbedingungen tatsächlich realistisch ist. Ich beschäftige mich ja schon relativ viel mit diesen Themen, aber auch an mir gingen all die Zweifel aus dem politisch konservativeren Teil meines Umfelds nicht spurlos vorbei, die es auch alle gut meinen. Umso wichtiger war, die Annahmen einfach mal Annahmen sein zu lassen und sich einfach mal konkrete Angebote geben zu lassen. Aber zu den Finanzen später mehr. Jetzt ist alles elektrifiziert und auch weitestgehend solarbetrieben. Von Februar bis Oktober erzeugen wir mit unserer PV-Anlage letztes Jahr mehr Strom, als wir verbrauchen. Das ist noch ohne Wärmepumpe. Die PV-Anlage hat uns inklusive Akku und Einbau 25.000 € gekostet und zahlt sich konservativ und nur für sich allein gerechnet in 15 Jahren selbst ab. Das ist durch die Ersparnis des Stroms, den wir jetzt nicht mehr zukaufen müssen, und natürlich die Einnahmen aus dem Verkauf von unserem überschüssigen Strom. Wenn wir Strom zukaufen, dann mit einem dynamischen Stromtarif über Tibber und natürlich immer möglichst zu den günstigen Zeiten. Zu meiner Erfahrung mit Tibber und warum ich dynamische Stromtarife für die Zukunft halte, habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben und auch am Ende dieses Videos nochmal. Als Puffer zwischen die Stromerzeugung und dem Stromverbrauch haben wir dann erstmal einen Akku. Seit dem letzten Video haben wir den auch nochmal um 2 Module erweitert auf jetzt 12,8 Kilowattstunden Kapazität. Das sind so 1 bis 1,5 Tage an Verbrauch bei uns. Der Akku lädt sich, sobald ich einen Stromüberschuss aus der PV habe, und entlädt sich zum Beispiel nachts, wenn das Haus einfach Strom verbraucht, aber halt nichts vom Dach kommt. Das Einzige, was weitestgehend unabhängig vom Akku läuft, ist das Auto. Einfach weil der Autoakku von unserem E-Golf deutlich größer ist als die Hausbatterie und die dann einfach in kürzester Zeit leer saugen würde. Deswegen lädt das Auto bei uns auch immer mit dem Überschuss an Sonnenenergie, der halt gerade da ist. Bis auf die 3 Wintermonate reicht das bei uns auch immer ziemlich locker aus. Bis jetzt war die Batterie recht dumm. Das heißt, sie puffert nur den PV-Strom. Technisch ist sie aber auch in der Lage, aus dem Netz zu beladen und sogar ins Netz einzuspeisen. Für die 9 Monate, in denen wir mehr Strom haben, als wir brauchen, ist das auch total in Ordnung. Und man könnte es auch hier einfach gut sein lassen und sich freuen, dass man alles schon so weit optimiert hat. Könnte man. Oder man könnte in den 3 Wintermonaten dafür sorgen, dass man nicht nur so viel wie möglich vom eigenen PV-Strom nutzt wie möglich, sondern auch den Strom, den man dann zukaufen muss, nur dann zuzukaufen, wenn er gerade günstig ist und damit den Akku zu den günstigen Zeiten zu beladen und in den teuren Zeiten vom Akku dann rauszuziehen, weil ich meine, er steht ja sowieso da. Ihn nicht zu nutzen, wäre eine fatale Chance. Letztes Jahr habe ich das hin und wieder mal manuell zu den günstigen Zeiten gemacht. Ich bin aber jetzt gerade dran, das auch mit Home Assistant irgendwie zu automatisieren. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, eine der größten Hürden habe ich schon geschafft, nämlich den Akku anzusteuern. Hier ist was ich gelernt habe. Bevor wir den Akku hatten, habe ich versucht, unseren Verbrauch zu flexibilisieren. Das habe ich zum Beispiel in meinem Video über dynamische Stromtarife erzählt. Also dann zu verbrauchen, wenn der Strom günstig ist. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Dafür habe ich ja den Akku, damit der das für mich macht. Also ohne Akku lohnt es sich zu flexibilisieren. Mit Akku flexibilisiere ich nur noch das, was mehr Energie braucht, als der Akku liefern kann. Unser E-Auto.
Und da sind wir schon bei der Verbrauchsseite. Da haben wir nämlich jetzt alles elektrifiziert, was vorher fossil war. Bei der Mobilität ist unser größter Verbraucher unser E-Golf. Aber wir haben auch noch das und das, jeweils mit einem Akku. Beim Hausstromverbrauch, Kochen, Waschen, Fernsehen, Homeoffice. Und beim Heizen kam jetzt endlich die Gasheizung raus und eine Wärmepumpe rein. Und da schauen wir uns gleich auch noch die Kosten und Zahlen an und was ich dabei so gelernt habe. Wir nutzen Sonnenenergie vom Dach in Form von Strom, um Sonnenenergie in Form von Wärme der Luft zu entnehmen, anzuheben und in 2 Wassertanks zu speichern, die dann unser Haus und unser Trinkwasser warm machen. Wir haben hier eine Samsung Mono HT Quiet Wärmepumpe mit Propan als Kältemittel, also R290. Das ist schon mal eine Sache, auf die ich geachtet habe. Es gibt verschiedene Kältemittel, die da drin sind. Und eins davon heißt R32. Normalerweise entweicht Kältemittel natürlich nicht, aber wenn halt doch, dann ist R32 schon richtig mies mit einer 677-fach stärkeren Klimawirkung wie CO2. Bei diesen Leistungsangaben, also 5 kW bei mir, ist übrigens immer die Output-Leistung gemeint. Also wie viel Wärmeleistung dann ins Haus gehen kann, nicht wie viel Input-Leistung, die an Strom nötig sind. Das sind bei mir entsprechend dann ungefähr ein Viertel. Im Haustechnikraum stehen jetzt 2 Wasserspeicher. Einer für den Heizkreislauf, an dem sind alle unsere Heizkörper angeschlossen, der andere für unser Warmwasser, also Dusche, Waschbecken und so weiter. Und das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Wenn du den Platz dafür hast, nimm immer 2 separate Speicher für diese 2 Dinge, anstatt einem Hygiene-Kombigerät, das beide Speicher dann zusammenfasst. Die versprechen offenbar mehr, als sie halten, und ein unabhängiger Energieberater hat zu mir gesagt, dass das Energievernichtungsanlagen seien. Also wenn möglich, 2 Speicher. Die Wärmepumpe hat uns insgesamt inklusive Installation und allem drum und dran knapp 28.000 € gekostet. Davon haben wir 55% Förderung von der KfW zurückbekommen. Gut 15.000 €. Was übrigens überraschend einfach ging. Also der Antrag war schnell ausgefüllt und innerhalb von 2 Minuten angenommen. Das Geld war dann auch wenige Wochen nach Rechnungseingang da. Bleiben für uns also noch gut 12.500 €. Die haben wir komplett fremdfinanziert über ein KfW-Darlehen mit einem Zinssatz von 0,39% und einer Zinsbindung über 10 Jahre. Mittlerweile habe ich gesehen, dass die Zinsen sogar noch niedriger wurden. Das ist das Nächste, was ich gelernt habe. Es gibt nicht nur die bekannte Wärmepumpenförderung, sondern auch noch bezuschusste Darlehen und so weiter. Das ist auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich und eben die KfW, da sollte man sich echt informieren, weil das macht einen großen Unterschied aus. Monatlich zahlen wir jetzt ungefähr so viel ab, wie wir vorher an den Gasanbieter überwiesen haben. Aber halt nur 10 Jahre lang und dann ist das erledigt. Nach 10 Jahren ist der Kredit getilgt und wir heizen die meiste Zeit im Jahr kostenlos mit PV-Strom. Nur im Winter kaufen wir etwas zu und selbst da dynamisch zu den günstigen Zeiten. Was ich nicht weiß, ist, wie lange es die Gasheizung noch gemacht hätte. Aber ich freue mich, dass der Kundendienst für die Wärmepumpe bei uns nur ungefähr die Hälfte kostet als vorher bei dem Gaskessel und ich mich und meine Familie vor Gaspreisschwankungen schützen kann. Auch wenn die Regierung jetzt meint, mit dem Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds, in das wir alle einzahlen, den Gaspreis zu subventionieren, wovon dann nur die Menschen mit Gasheizungen was haben, was ich eine Frechheit finde, überhaupt das Geld dafür zu verwenden, egal. Trotzdem wird der Gaspreis, denke ich, sehr wahrscheinlich durch steigende CO2-Preise immer höher werden. Aktuell ist es noch in gezielten Etappen unter dem deutschen Brennstoffemissionshandel geregelt, aber ab 2027 wechselt das dann auf den europäischen Emissionshandel. Ab da greifen Marktmechanismen und niemand weiß mehr genau, wie teuer das Gas dann wird. Nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, aktuell liegen die CO2-Kosten für Erdgas bei 55 € pro Tonne CO2. Die Schätzungen für die Marktregelung, die dann ab 2027 in Kraft tritt, liegen bei 60 bis 380 € pro Tonne CO2. Da gibt mir die Wärmepumpe schon ein Gefühl von finanzieller Sicherheit. Übrigens alle Quellen dazu wie immer in der Videobeschreibung. Aber am meisten freue ich mich tatsächlich darüber, jetzt nicht mehr bei einer warmen Dusche das berechtigte Gefühl haben zu müssen, dass das gerade CO2 ausstößt und damit die Zukunft meiner Kinder und auch meiner eigenen schadet. Ein paar Sachen, die ich bei der Wärmepumpe noch gelernt habe. Die Installation dauert schon eine Weile. Die Handwerker waren bei mir so 1,5 Wochen am Werkeln. Der Gasanschluss wurde von den Stadtwerken innerhalb von einem Tag und ohne Kosten stillgelegt und der Gaszähler gleich mitgenommen. Es lohnt sich wirklich, wirklich sehr, mehrere Angebote einzuholen. Die Spanne an Angeboten, die ich bekommen habe, lag zwischen 27.000 und 48.000 €. Ich glaube, es ist wirklich gut angelegtes Geld, HandwerkerInnen gut zu verpflegen. Du willst, dass sie gute Arbeit machen? Da schadet es nicht, wenn sie gerne hier sind. Und das wichtigste Learning, es geht auch im Bestand, ohne Fußbodenheizung. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben bei unserem Hauskauf nur darauf geachtet, ein Haus zu kaufen, was schon eine Dämmung hat.
Wobei der Energieausweis jetzt nicht bombastisch war. Ich glaube, wir hatten ein C. Jetzt nochmal rausgezoomt aufs gesamte Bild habe ich eine Kernerkenntnis. Bei uns hat sich das E-Auto für sich allein genommen finanziell gelohnt. Dazu habe ich auch schon mal was geschrieben, kann ich euch auch unten verlinken. Die PV-Anlage amortisiert sich finanziell für sich allein genommen. Und auch die Wärmepumpe amortisiert sich finanziell auch für sich allein genommen. Aber die PV-Anlage lohnt sich mehr, je mehr wir von dem PV-Strom selbst verbrauchen, anstatt ihn einzuspeisen. Das heißt, mit Wärmepumpe und E-Auto geht ja unser Stromverbrauch hoch, lohnt sich die PV-Anlage noch mehr. Und andersrum das Gleiche. Beim Auto und der Wärmepumpe, je günstiger der Strom ist, der da reingeht, desto früher lohnen sie sich. Und am günstigsten ist nun mal der Strom, den mir die Sonne sowieso schenkt. Das heißt, sie begünstigen sich gegenseitig. Unsere monatlichen Ausgaben sind nur minimal gestiegen, fließen jetzt aber nicht mehr zu Öl- und Gaskonzernen, sondern tilgen monatlich unsere PV-Anlage und unsere Wärmepumpe. Nach 10 Jahren haben sich beide fast von allein abgezahlt und ab da fällt das, was ich noch vor einem Jahr für Energie bezahlt habe, weitestgehend weg. Das heißt vereinfacht, jetzt so gut wie kein finanzieller Nachteil, aber in 10 Jahren dann einfach 3.000 € mehr zur Verfügung, jedes Jahr. Eine Sache wird sich bald verändern. Übrigens für alle von euch, die schon einen dynamischen Stromtarif haben. Die Strompreise ändern sich ab Oktober nicht mehr stündlich, sondern im 15-Minuten-Takt. Für alle, die die Möglichkeit haben, flexibel darauf zu reagieren oder entsprechende Systeme haben, denke ich, erhöht das nochmal die Möglichkeit, sich für netzdienliches Verhalten bezahlen zu lassen. Sobald das kommt, erfahrt ihr es hier natürlich auch auf diesem Kanal. Wenn du nochmal nachschauen willst, warum ich die dynamischen Stromtarife für die Zukunft halte, check this. Und wenn du keinen Akku hast, aber möchtest, dass deine alte Spülmaschine flexibel auf dein Balkonkraftwerk reagiert, check that. Tschüssi!